Wow, Mist. Echt spannend, lohnt sich. Die Schönheit der Erde lässt sich nicht kaufen. Sie gehört denjenigen, die sie entdecken. Nachdem das Fazit des gestrigen Tages wie folgt lautete: Das hat auf jeden Fall maximal viel Spaß gemacht und macht richtig, richtig Bock auf die nächsten Tage, die da noch vor uns liegen. endet der Reisetag zwar an einem idyllischen Fleckchen am Meer, jedoch blieb der perfekte Platz für unser Zelt noch aus. So geht die Suche danach und nach einem Kommunikationssystem für Julian heute weiter. Kaum streckt die Sonne ihre ersten Strahlen Richtung Erde, schon zieht es mich wieder ans Wasser. Früh aufstehen lohnt sich hier auf jeden Fall. Da hat man nämlich Zeit, diese Felsformation mal ganz in Ruhe anzugucken, ohne die ganzen anderen Touristen, die hier schnell auch am Strand sind. Also hier waren schon Arbeiter heute Morgen und haben diesen Strand tatsächlich gehakt, wie man an meinen Schritten hier sehen kann, die dadurch deutlich sichtbar sind. Aber das Nette ist, die besonders schönen Burgen lassen sie stehen. Zurück am Zelt folgt Morgenroutine. Freunde, mal gucken, was hier die Kaktusfrucht kann, die wir da gestern vom Straßenrand mit einem hohen Opfer gepflückt haben. Das Opfer war ja die schwindende Stehkraft der Apfelpatron. Oha, so sieht das Ganze aus von innen. Ich glaube, ich beiß da mal einfach so rein. Oder hat es einen Kern? Ich habe es noch nie gegessen, sowas. Hochgiftig sind die. Meinst du? Da sind Kerne drin, aber schmeckt super geil. Ah, stimmt, da ist so ein Kern Fruchtfleisch ist da drin, ne? Aber Kerne kann man nicht mitessen. Wie bei der Weintraube, aber ich finde nicht lecker. Wahrscheinlich verdauungsfördernd, ne? Da brauche ich das nicht. Quatschmus. Ist makelig. Von Villa Silmius geht es jetzt nach Cagliari, denn dort ist ein Motorradhändler, zu dem das besagte Kommunikationssystem geschickt wurde. Wir sind ganz froh, dass wir das gefunden haben, denn das ist halt, also so ein Kommunikationssystem ist, gerade wenn man Aufnahmen macht, um sich abzusprechen, echtes A und O, so ein Sicherheitsaspekt auch. Man kann nicht für alles ein Zeichen geben. Wow, jetzt ist es auch super schön. Das Wasser ist auch richtig schön türkis. Und es ist ziemlich windig heute Morgen hier. Ja, teilweise denke ich echt, dass mir die Birne wegfliegt. So windig ist es. Das Ganze hier auf der SP17 sehr, sehr schön. Die ersten Kilometer vom Campingplatz aus direkt schön an der Küste entlang mit einem fantastischen Ausblick. Und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr schöne Strände. War sogar bewacht und mit einer Schranke, durch die man durch musste, vorbei am Pförtner, um zum Strand zu kommen. Es gibt ja auch Strandabschnitte hier, die gesperrt sind für Touristen, einfach weil da kein Sand mitgenommen werden soll, weil da Naturschutz betrieben wird, und von daher kann das auch wirklich sein, dass da so ein Zaun ist und man kann gar nicht dahin. Ich glaube, die haben den Mittelstreifen gerade neu bemalt, deswegen stehen da überall so Hütchen drauf. Wenn man diese Strände übrigens trotz Verbot betritt, beziehungsweise von diesen Stränden Sand mitnimmt, kann das richtig, richtig teuer werden. Also die haben da Strafen, ich glaube, das waren irgendwie bis zu 1000 Euro oder so, die man da zahlt, und sogar im schlimmsten Falle Freiheitsstrafen.
Boah, das Wasser ist ganz türkisblau da unten. Man denkt ja immer auf den Fotos, das ist alles gefotoshoppt, aber hier stimmt das wirklich mit der Farbe. Deswegen sind hier wahrscheinlich auch so viele Touristen, die tauchen hier, die surfen. Viele Wassersportmöglichkeiten, Segeln. Da liegt Cagliari vor uns, aber da müssen wir uns auch erstmal hier so ein bisschen an der Küste entlang wursteln und dann rein ins Getümmel, denn das Geschäft liegt ziemlich im Zentrum, aber was soll's. So haben wir dann zumindest auch mal Cagliari gesehen, die Hauptstadt von Sardinien. Ein langwieriges Unterfangen, wenn man hier innerhalb von Cagliari etwas erreichen möchte. Es stockt, es ist hier 30 km/h erlaubt. Die anderen Motorradfahrer, die düsen immer alle so an uns vorbei. Ich weiß nicht, wie die Polizei hier drauf ist. Also bis jetzt habe ich noch nirgendwo eine gesehen, die die Geschwindigkeit gemessen hat. Weiter Richtung Cagliari galoppiert, fällt mein Blick an einer Ampel auf den Lastwagen nebenan. Werden gerade Schafe transportiert. Sieht eng aus bei denen. Was lachen Sie denn so? Ich höre dich überhaupt nicht. Ach so, er hört mich überhaupt nicht. Na, das ist vielleicht auch besser so. So, Freunde, dann euch mal eine gute Fahrt weiterhin, ne? Genießt die Natur hier. Ihr seht toll aus. Oh, es geht ein Schubs durch die Menge. Ei, 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 alle nicht angeschnallt. So geht das aber nicht hier. Oh, fuck, 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 fuck. Entschuldigung. Oh Gott. Boah, krass, ich habe zu den Schafen geguckt und nicht nach vorne. Alter, Entschuldigung. Er guckt schon böse. Ja, sorry. Herz in der Hose. Alter Vater. Cagliari, Caligari. Hier sind wir und ganz in der Nähe ist auch der Motorradhändler, an den das Gerät geschickt wurde von einem anderen Händler in Sassari. Nur da wären wir erst am Ende der Reise hingekommen, sodass wir ja jetzt sehr dankbar sind, dass er das per Kurier dann schnellstmöglich hier nach Cagliari geschickt hat. Ist teurer, als hätten wir es jetzt in Deutschland gekauft, aber da wussten wir ja noch nicht, dass Julians aktuelles Gerät kaputt geht. Hier ist das Auto Prestige. So, das ist das gute Teil. Das hat sich ja wohl mal gelohnt. Hier extra mit Triumph-Logo, was wir zwar beide nicht fahren, aber egal. Ja, was halt schön ist hier an dem Gerät, das kann man jetzt einfach hier draufstellen. Das ist zwar ein ganz anderes Modell, das ist jetzt das 50S. Vorher hatte ich ja das 30K. Die haben aber die gleiche Basis, deswegen muss man das jetzt nicht extra alles im Helm hier umbauen, sondern kann einfach das andere abziehen und das hier draufstecken. Das ist ganz entspannt. So, Mr. Julien, jetzt sagen Sie doch mal, wie ist es wieder hier im Intercom dabei zu sein? Das ist einfach ein tolles Gefühl. Das ist ja genau das Thema, was wir auch schon mal hatten. Ne? Eigentlich ist ja alles normal und trotzdem fühlt man sich so gut wieder. Ja. Also es ist ja einfach der Grundzustand, von dem man eigentlich ausging, den man ursprünglich hatte. Dann wird einem das einmal genommen und dann bekommt man es zurück und alles ist besser als vorher. Ja, wunderbar, oder? Ich finde es schön, dass du jetzt auch wieder mitreden kannst während der Fahrt. Ich glaube, die Leute finden es nicht so toll. Oh doch, ich glaube sehr. Apropos hören, ich höre immer so ein Klirren. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Bierflasche, die in meinem Koffer ist, die ja aus Glas besteht, dass die war da... gerade noch heile. Ja, gerade noch. Aber jetzt hier bei den ganzen Hubbeln hier in Cagliari, da weiß man nicht, ob das Ding überlebt. Übrigens, pass auf, der bremst da, ne? Also das hier, Sardinien ist auf jeden Fall doch ABS eine ganz gute Sache. Hat jetzt bei mir schon ein paar Mal geregelt. Oh, das ist hier, glaube ich, das Ghetto von Cagliari. Wir drehen uns mal hier, ne? Tschüssili. Oh, da ist ein dickes Schiff. Oh, 2 sogar. Ich glaube, hier in Cagliari kann man auch ankommen. Cagliari. Jetzt hast du mich schon ganz durcheinander gebracht. Mit deinem Abatax Abraxas. Hä, wir sind schon wieder in Cagliari. Hä, wir müssen wenden. Wo? Ein Leichenwagen? Mit Panoramaglas? Ja, das ist ja auch schön für die Toten. So, hier wenden wir jetzt. Das ist hier echt eine Nullnummer gerade. Okay. Das kann man sich kaufen, um zu campen. Du willst in einem Leichenwagen? Ich glaube, ich fahre mal schnell.
Aus Cagliari raus geht es weiter auf der SS 195 Richtung Süden. Vorbei an dem Ort Pula, deren Name mich stark an Kroatien erinnert, wo es eine gleichnamige Stadt gibt, die ich auf der Balkanreise durchquert habe. Völlig unverhofft entdecken wir im Wasser neben der Straße etwas ganz Besonderes. Oh, da ist ein Flamingo. Der taucht. Nein, der ist nicht tot. Also Freunde, hier unten an der Küste gibt es richtig schöne rosa Flamingos. Die haben aber alle jetzt gerade den Kopf im Wasser. Am besten zu sehen sind die wilden rosa Vögel übrigens am frühen Vormittag, kurz vor Sonnenuntergang. Ihre Farbe kommt durch den Farbstoff Carotin zustande, der in den Schalen kleiner Krebstiere steckt, die sie fressen. So, hier soll jetzt gleich der Campingplatz sein, den wir uns rausgesucht haben. Ein paar Zelte stehen ja schon. Da ist der Eingang. Der ist geschlossen. Also wenn das hier das Maximale ist, dann ist es aber auch maximal nicht so schön. Ey, ich würde so gerne mal auf der Seite mein Zelt aufbauen, ne? Nachdem wir noch 3 weitere Plätze angefahren sind, die entweder geschlossen oder zu weit entfernt vom Meer waren, steuern wir die Insel Sant'Antioco am südwestlichen Zipfel Sardiniens an. Sie ist über einen Damm mit Sardinien verbunden, über den eine gut ausgebaute Straße führt. Oh, jetzt wird es hier ganz dünner Streifen, auf dem wir nur noch fahren übers Meer. So, wir haben dann doch wirklich endlich einen Campingplatz gefunden, der uns gefallen hat. Es gibt einen kleinen Pool dabei. Die ersten beiden Reihen waren hier reserviert. Zack, angekommen. Wunderbar. Ach, übrigens, eine Bar gibt's auch. Und wir haben sogar vom Zeltplatz aus, zwar nicht aus unserem Zelt, aber wenn man sich hinstellt, einen Blick auf das Meer, auf die raue See. Das ist wirklich sehr rau, das Meer gerade. Wellig ohne Ende. Mit Blick aufs Meer hier. Zelt steht. Prösterchen, Freunde. Damit geht ein neuer Fahrtag hier auf Sardinien zu Ende. So haben wir jetzt auf jeden Fall die Hälfte der Insel umrundet. Die Hälfte liegt noch vor uns. Da oben geht der Mond gerade unter. Wir genießen hier gerade den Sonnenuntergang. Wunderschön. Julio, lass uns nicht allein. Lass uns nicht allein. Geh nicht von uns. Er schaut hinaus in die weite See und er wird fort für immer weg. Niemand hat ihn mehr gesehen. Geh jetzt, er geht da pinkeln, na toll. Ja Leute, das ist das Ende von Video heute. Ich hoffe, euch hat gefallen. Lasst einen Daumen da, weil es ist einfach eine schöne Umgebung. Ich freue mich, euch mitzunehmen hier.
Und ich sage einfach, bestimmt wird noch besser nächste Tage, auch wenn nicht, ist schon gut genug jetzt. Und sage, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich habe Spaß, ihr habt Spaß, alle haben Spaß. Hauptsache wir haben Spaß, gell? Ja, mei, also jetzt geht mir auch der Dialekt flöten. Ich weiß auch nicht mehr, ob Russisch oder Bayerisch, ich weiß es auch nicht mehr. Da hilft nur noch die Sprache der Liebe. Okay, jetzt wird's kitschig. Das ist zu viel für diesen Tag. Kamera aus, bitte. Wir haben hier heute einen kleinen Sondergast auf dem Campingplatz. Die hat uns heute Nacht in unserem Zelt besucht. Eine kleine Schnecke. Hey, kennt ihr dieses Kinderlied? Eine Schnecke schwer beladen, schleppt ihr Haus mit sich herum. Das kriegt man wahrscheinlich nie wieder da weg von der guten Tweenie hier. Den Schneckenschleim. Sie gibt Vollgas. Hier unten in Sant'Antioco, da sind wir gerade. Und das ist der Ausblick hier von unserem kleinen Strandsesselchen, wo wir soeben typisch sardisches Bier trinken. So, wir nutzen den Ruhetag heute mal, um Wäsche zu waschen, weil in den letzten 8 Tagen hat sich da ein bisschen was angehäuft. Die Temperaturen führen dazu, dass man echt die ganze Zeit auf dem Motorrad sitzt und einen nassen Rücken hat. Und das im Oktober. Da hilft auch das Zelt irgendwie voll mit diesen Außenstangen, habe ich gerade festgestellt, als Trockner. Und natürlich ebenso ein guter Wäscheständer, das Motorrad. Nachdem die Kleidung sauber ist, sind wir dran. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, einen Ruhetag einzulegen. Das ist so schön, mit ein bisschen Zeit hier einfach das Meer zu genießen. Toller Platz, echt der erste auf Sardinien, der richtig gut ist. Ja, wir sind echt glücklich, diesen Platz direkt am Meer und ein Kommunikationssystem für Julien gefunden zu haben. Wow! Das ist ein echtes, kleines Happy End innerhalb dieser Reise auf der Suche nach einem paradiesischen Campingspot. Der Hammer, ey. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Haien. Ich weiß nicht, ob hier Haie sind. Kann sein. Hier wurde vielleicht die ein oder andere Hai-Doku zu viel geguckt. Zum Glück habe ich einen starken Beschützer an meiner Seite, der mich im Fall der Fälle rettet. Glaube ich zumindest. Oh, eine Welle! Oh mein Gott, oh mein Gott! Endlich mal im Meer gewesen. Check! Mit diesen traumhaften Erinnerungen im Gepäck werden wir uns in den nächsten Tagen die Westküste Sardiniens vorknüpfen. Also Daumen hoch und abonnieren, um weiterhin auf dieser Reise dabei zu sein. Wir sehen uns.